Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video zeigen wir euch, dass man auch unterhalb von 6 Meter mit Längsbetten, ohne Raumbad und trotzdem super schicker Optik klarkommen kann. Wenn man einen ersten Blick reinwirft, es ist helles, freundliches Interieur, gefällt mir richtig gut. Ein schickes Auto, und wie das im Detail aussieht, wie groß die Betten sind und alle anderen Details zeigen wir euch in diesem Video. Herzlich willkommen im Westfalia Amundsen 600e. Wir befinden uns hier in einem Fahrzeug des Modelljahres 2021, also wirklich ein brandneues Fahrzeug, bevor er überhaupt irgendwo anders gezeigt worden ist. Und wir sind hier bei Westfalia im Werk in Gotha und haben die Möglichkeit, euch heute das ein oder andere Fahrzeug vorzustellen. Vielleicht habt ihr bei Instagram schon mal gesehen, was wir da als Sneak Preview gezeigt haben. Guckt euch das an. Wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, einfach auf instagram.de Togo Reisemobile folgen, damit ihr so ein paar Eindrücke aus unserem Alltag mitbekommt. Aber wichtig in dem heutigen Video ist der Westfalia Amundsen 600e. Kommt mal mit rein und dann gucken wir uns mal an, was dieses Fahrzeug besonders macht im Vergleich zu allen anderen. Grundsätzlich ist sicherlich die Besonderheit beim Amundsen 600e, dass wir ein Fahrzeug haben, was weniger als 6 Meter lang ist, Längsbetten hat, eine Nasszelle ohne Raumbad, ohne Schwenkbad und trotzdem eine Sitzgruppe, in der ich zu viert sitzen kann, mit einem Tisch und ein tolles Raumgefühl. Weil wenn man einmal von außen den Blick reinschwenken lässt und sieht, wie großzügig das Ganze aussieht, dann kann man sich kaum vorstellen, dass das ein Auto ist, was nur 5,99 lang ist. Dieser Westfalia Amundsen 600e ist aufgebaut als Messefahrzeug für Düsseldorf. Düsseldorf im September, wenn es denn trotz Corona dieses Jahr stattfindet, werden wir sehen. Aber geplant ist das ja zumindest. Das heißt, der ist so ein bisschen auch als Showcar aufgebaut. Zum einen haben wir von draußen die Knallfarbe Tizianrot, das schauen wir uns später nochmal an. Ich finde, so ein schwarz-rotes Auto sieht gerade mit dem Westfalia-Dekor immer wieder sau cool aus. Und dazu haben wir räumen mal hier kurz den Sitz frei, einfach auch von innen eine mutige, aber zum Außendekor und zum Fahrzeug passende Optik. Wir haben hier Echtleder in Schwarz, abgesetzt mit den roten Nähten, schön passend in der Farbe. Und ich habe gedacht, weil wir bei Togo alles mit Liebe zum Detail machen, hinterher noch mal gucken wollen, wie das Radio funktioniert mit Apple CarPlay und solchen Dingen, bringe ich passend zum Auto das passende Kabel mit, als wenn wir es zu den Sitzen angepasst hätten. Das stecken wir da schon mal ran. Chris, bitte dran denken, dass ich es nachher wieder mitnehme. Was man natürlich sagen muss, wenn ich in ein Auto mit 6 Meter Außenlänge ein Doppelbett hinten reinpacke in Längsrichtung, geht mir im Innenraum ein bisschen was flöten. Das heißt, wir haben bei diesem Amundsen 600e hier vorne eine Sitzgruppe, die im Prinzip der des Amundsen 540 gleicht. Das heißt, es ist alles ein klein bisschen enger als in 6 Meter Fahrzeugen. Und man sieht ja schon hier, ich mit meinen etwas längeren Beinen komme schon etwas dichter an die anderen Sitze ran. Aber zumindest zu zweit oder zu dritt kann man hier perfekt sitzen. Vom Sitzkomfort ist das bei Westfalia immer wieder gut gelöst, weil wir eine fest aufgepolsterte Sitzbank haben, die auch hier in dem Rückenbereich diese Ausformung hat. Das heißt, man kann da vernünftig sitzen. Wir haben natürlich Dreipunktgurte, da braucht man heutzutage, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Was aber in der Wohnmobil schon eine gewisse Besonderheit ist, dass wir serienmäßig Isofix haben, und zwar hier und da. Das heißt, man kann dort auch 2 Kindersitze haben. Und wenn wir uns schon die Bank hier genau anschauen, einmal hier mit etwas Mut dran gezogen, schauen wir in den Stauraum unter der Bank. Hier vorne ist die Heizung drunter. Und das Fach hier hinten ist auch wieder eine Besonderheit, die gibt es nur beim Westfalia Amundsen 540 und beim 600e. Und zwar könnt ihr da schon sehen, wir haben eine Außenklappe von außen. Das heißt, wir haben, obwohl es ein Kastenwagen ist, ein tolles Außenstaufach, was ich beim Einkaufen oder für meine ganzen Kabel und all solche Dinge wunderbar beladen kann. Werfen wir aber nachher auch nochmal einen Blick von draußen rein. Mit der Amundsen-Baureihe haben wir im Prinzip den Einstieg in die Westfalia-Welt hier vor uns stehen. Und zwar vereint er im Prinzip alle Dinge, die die Westfalia für sich beansprucht. Das heißt maximale Autarkie, robuste Materialien, hochwertige Verarbeitung in sich. Aber das an einigen Stellen, zumindest im Vergleich zum Westfalia Columbus, ein bisschen abgespeckt. Wir haben hier vom Heizkonzept auch serienmäßig eine Dieselheizung, auch serienmäßig einen Kompressorkühlschrank.
und in dem Fall, wie er hier steht, auch eine Solaranlage und natürlich die zweite Bordbatterie und damit ein Fahrzeug, was auf möglichst große Unabhängigkeit getrimmt ist. Dadurch, dass Westfalia serienmäßig auf die Dieselheizung setzt, erhalten wir einen riesengroßen Stauraum hinten drin. Den werden wir nachher nochmal im Detail vermessen. Aber das ist auf jeden Fall einer der Punkte, der Westfalia von den anderen Herstellern trennt. Der Amundsen hat grundsätzlich 4 Modelle. Nein, das ist Quatsch. Für 3 Modelle, 540, 600e, 600d. Wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung auch den kleinen Bruder 540d. Das ist eigentlich wie dieses Fahrzeug, nur mit einem kompakteren Bett hinten. Und das Schwestermodell 600d, das ist 6 Meter mit Doppelbett quer. Wenn man nach Alternativen zum Westfalia Amundsen schaut, dann gibt es da gar nicht so viel am Markt. Aus unserem Produktportfolio fällt mir eigentlich nur der Roadster 611 von Pössl ein. Das ist auch ein Fahrzeug, 6 Meter, Längsbetten und eine echte Vierersitzgruppe vorne. Dort allerdings mit Raumbad gelöst und alles ein bisschen anders gelöst. Aber auch da haben wir jetzt im Rahmen unserer Händlertagungstour ein Video gemacht. Je nachdem, wann dieses Video rauskommt, ist das schon gelaufen oder kommt noch. Aber auf jeden Fall werden wir euch das Fahrzeug in Kürze vorstellen. Wenn man sagt Einsteigerbaureihe, dann ist natürlich trotzdem schon ganz vieles mit drin von Haus aus. Bei Westfalia, um mal zu schauen, der Amundsen 600e, also dieses Fahrzeug im Grundpreis, hat einen Grundpreis von 41.890 Euro. Das ist so ein bisschen die Vorabpreisliste fürs Modelljahr 2021. Das ist inklusive Mehrwertsteuer. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken, ob hier drauf steht 16 oder 19%. Ich meine inklusive 19%, weil die Autos, die ihr neu bestellt, ja sowieso erst im nächsten Jahr kommt. Und so wie er hier steht, steht er mit 140 PS da. Dann hat er einen Grundpreis von 43.320 Euro. Da kommt natürlich das ein oder andere zu. In der Amundsen-Baureihe haben wir schöne Pakete, ein Chassis-Plus-Paket, ein Winterpaket und ein Komfortpaket, wo die Dinge interessant zusammengefasst sind. Aber da schicken wir euch am besten die Preisliste und dann stellt sich jeder das Fahrzeug so zusammen. Und wenn es darüber hinaus Dinge gibt, die ihr braucht, dann kriegen wir von Togo das sicherlich gut für euch abgebildet. Dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, hat den einfachen Tisch. Den gäbe es grundsätzlich auch mit dem Schwenktisch. Das haben wir euch in diversen Videos schon gezeigt. Um eine Maßidee zu bekommen, wir haben hier von der Tischfläche 92 cm in der Tiefe. Und weil es eben schmalerer Tisch ist, ist der hier nur 40 cm breit. Das heißt, man kann wunderbar mit 2 Tellern essen, vielleicht auch noch mit einem dritten, aber dann wird das schon eng. Wir versuchen ja euch die Autos so anschaulich wie möglich in den Videos vorzustellen, damit ihr einfach einen guten Eindruck davon bekommt. Und wir haben uns überlegt, was könnte man noch für Werte in den Fahrzeugen vergleichen. Und zwar ist, was fast jedes Fahrzeug hat, ist im Endeffekt die Sitzgruppe. Und wir haben gedacht, wir messen von heute an einfach mal bei allen Fahrzeugen den Abstand von der Wand der Nasszelle, der dort, zur B-Säule im Fahrzeug. Die ist nämlich bei jedem Auto, haben wir da ein festes Maß, was man nehmen kann, damit man über das Video hinaus und über mich als Referenzpunkt und die Maße, die wir sonst so nehmen, ein Gefühl bekommt, wie viel Platz habe ich denn hier vorne, weil das oft in der Perspektive doch ein bisschen täuscht. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, ob das für euch was Interessantes ist oder ob man sagt, nee, das wird mir jetzt alles zu viel und Stehhöhe hier und Tischbreite da, ob das alles zu viel an Maßen ist oder ob das genau das ist, was euch interessiert. Also schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob das eine nette Idee ist, wir das aber doch lieber wieder sein lassen sollen oder ob das für euch interessant ist. Heute ist natürlich der Vergleichswert relativ gering, weil wir noch kein anderes Auto gemessen haben, aber einfach um mal hier den Wert zu haben, wir haben hier von der Nasszellenwand bis zur, wir messen, guck mal, die Autos laufen ja oben zu, wir messen mal hier oben in der Ecke, haben wir 1,01 Meter. Das ist der Vergleichswert Westfalia Amundsen 600e und dem geben wir noch einen schönen Namen und dann kann man das vielleicht auch wirklich benutzen.
Die Küche im Westfalia Amundsen 600e ist absolut großzügig. Das kommt vor allem daher, dass Westfalia hier eben kein hohes Schrankelement hat, sondern eine durchgehende flache Arbeitsfläche. Für mich super charmant, dass ich eben hier keine Stufen drin habe, dass ich die bündige Fläche vom Waschbecken habe. Darunter habe ich ein schön großes Waschbecken, was, wenn wir schon im Maßwahn sind, 24 mal 34 cm ist und von der Tiefe, dann haben wir wirklich alles mit dabei, ja, grob 15 cm in der Tiefe ist. Und so habe ich eben eine Arbeitsfläche, wenn ich hier mal was gemacht habe, kann ich das alles wunderbar da reinwischen. Und habe es eben aber auch, dass ich einen Laptop mal draufstellen kann, wenn ich einen Film aus dem Bett gucken will oder sowas in der Richtung. Darüber die normalen Gewürzborde, das ist richtig schön, gefällt mir gut. Und hier vorne ebenfalls bündig in der Arbeitsfläche drin den Zweiflammkocher mit 2 echten Flammen, die man gut verwenden kann. Natürlich mit einem Zünder. In dem Bereich ist der Kühlschrank, da gucken wir das gleich an. Hier im hinteren Bereich haben wir zum einen einen kleinen Kleiderschrank. Da könnte man auch Zwischenböden reinmachen, damit man als Küchenschrank das besser benutzen kann. Und dann 3 Schubladen. Hier oben ist natürlich die Spüle. Die sind schön tief, aber natürlich nicht riesengroß. Und jetzt wird man sagen, wo ist denn eigentlich die Besteckschublade? Aber das ist natürlich auch dran gedacht. Sowas wird ja nicht mehr vergessen heutzutage, wobei in einigen Fahrzeugen schon, aber hier zumindest nicht. Eine riesengroße Besteckschublade, die super viel schluckt. Was für mich einer der schönsten Trends der letzten Jahre ist, ist, dass die Kühlschränke bei den flachen Autos hier auf die Stirnseite wandern. Damit kann man eben von innen und von außen gut ran. Der eine oder andere Wagen, wie bei vielen Pössl-Modellen, hat die links und rechts angeschlagen. Westfalia sagt, wir machen eine Tür, die dafür aber richtig schön weit umschlagbar. Ich denke, das steht dem in nichts nach, dass man auch da gut reinkommt. Darunter haben wir noch eine Schublade, wo ja, Pfannen, Töpfe oder vielleicht sogar als Schuhfach, dass man von innen und von außen gut an die Sachen rankommt. Wenn ich in der Küche stehe, ich bin 1,92 Meter, ich weiß, das weiß man. Seit neulich haben wir ja gelernt, man kann die Höhe von oben nach unten messen. Wir haben hier eine Stehhöhe von exakt 1,90 Meter. Und um die Stehhöhe in der Nasszelle auch nochmal zu haben, oh, hier müsste noch wieder gefegt werden. Hier haben wir ein bisschen weniger, 1,85 in der Stehhöhe. Passt aber trotzdem, weil ich ja eigentlich auf Toilette sitze. Kommt mal mit rein und dann gucken wir mal, wie das passt. Es ist ein bisschen enger als in anderen Fahrzeugen, aber eigentlich hat man ja auch die Schuhe aus. Dadurch, dass die Toilette aber so leicht diagonal ist, passe ich einigermaßen drauf. Ich kann die Schüssel hier so ein bisschen drehen und dann habe ich wirklich Beinfreiheit genug, kann sogar entspannt den Ellbogen auf dem Waschbecken ablehnen. Wenn ich die Tür zumache, hier mit einer schönen Klinke, habe ich hier einen abgeschlossenen Raum. Das ist sicherlich im Vergleich zu den Raumbädern, fühlt sich das nach mehr Privatsphäre an. Aber im Raumbad habe ich natürlich ein bisschen mehr Raum. Sollte ich im Westfalia Amundsen 600e auf die Idee kommen zu duschen, ist das Prinzip bei Westfalia so, dass es zwar einen Duschvorhang gibt, der aber nur den Weg zum Flur sozusagen abdeckt. Alles andere kann feucht werden und dadurch habe ich halt viel mehr Bewegungsfreiraum und nicht diesen anschmiegsamen Duschvorhang. Der Rest ist eine normale Nasszelle. Waschbecken, kleines Toilettenpapierhalter. Was mir auffällt, was ich mir da vielleicht noch wünschen würde, ist irgendwo eine zusätzliche Ablage. Das fehlt mir ein bisschen. Was ich toll finde, ist, dass wir hier oben einen richtigen Wäscheständer haben und dass wir auch die Dachhaube oben mit drin haben. Im Modelljahr 2021 ändert sich im Cockpit im Prinzip nichts. 2 Dinge sind neu mit dazugekommen, die sind im Laufe des letzten Jahres mit eingeflossen. Zum einen gibt es neue Assistenzsysteme, die sind auch in diesem Fahrzeug beide verbaut. Es gibt einmal ein sogenanntes AEBS-Paket. Das AEBS-Paket ist echt versteckt auf der Preisliste, das ist ja teuflisch. Da ist es. Ich habe schon 2 Versuche gebraucht, um es zu finden und jedes Mal nicht auf der Liste gefunden. Jetzt habe ich es aber extra nach vorne genommen und meinen Daumen drauf. AEBS besteht aus Notbremsassistent, Spurhalte-Warnassistent, Fernlichtassistent, Verkehrsschilderkennung und Regen- und Lichtsensor. Die meisten Dinge davon gibt es nur im Paket. Den Regen- und Lichtsensor könnte man auch separat bestellen. Und losgelöst von diesem AEBS, ich nenne das mal Assistenzsystem-Paket, gibt es noch einen sogenannten Totwinkelassistent. Dann kommt hier, ich mache mal kurz Zündung an, dann sieht man das vielleicht auf dem Video. Da oben kann man das sehen, vielleicht auch nicht, da müsst ihr mir glauben, da oben ist ein kleines orangenes Dreieck mit dabei. Wenn ich dieses Assistenzsystempaket mitbestelle, dann kommt die Box hier vorne mit dazu. Die ist normalerweise nicht da.
Und da wird dann natürlich auch die Fahrerhausverdunklung mit angepasst, genau von beiden Seiten. Vielen Dank. Es wird einfach da oben zusammengesteckt und wie beim normalen Remi-Front hält es dann mit Magnet. Das zweite, was neu kommt im aktuellen Modelljahr, ist das Radio. Und zwar ist das etwas größer vom Display geworden, wahrscheinlich einfach ein bisschen zeitgemäßer. Passend zu dem roten Auto haben wir das rote Kabel mit dabei. Und das, was für mich die beste Funktion daran ist, ist, dass wir Apple CarPlay mit dabei haben. Das heißt, kurz nachdem ihr in der YouTube-App unser Video geliked habt und den Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, könnt ihr euer tolles iPhone oder irgendein anderes Telefon nehmen, anschließen. Und obwohl dieses Auto eigentlich kein Navigationsgerät hat, haben wir jetzt über Apple CarPlay die originale Navigation, die eigentlich in dem iPhone drin ist, können die aber hier drüber steuern. Von da sind wir heute Morgen losgefahren. Da ist Gotha, da sind wir jetzt gerade nur für euch den ganzen Tag im Einsatz. Und damit sich der Einsatz lohnt, hüpfen wir jetzt mal zu den Außenstaufächern, gucken uns das Außenstaufach und den Heckstauraum an, damit man nochmal sieht, was diesen wunderschönen Amundsen 600e von Westfalia so besonders gegenüber seinen Wettbewerbern macht. Ein klitzekleiner Planungsfehler. Eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle zeigen, wie cool das ist, dass man in das Fach von außen reinkommt. Kommt man aber nur, wenn man den passenden Schlüssel hat. Wir haben aber nur den Autoschlüssel. Müsst ihr euch also vorstellen. Hier beide Knöpfe aufmachen, dann klappe ich das runter. Da in der Ecke ist die Toilette zu entnehmen und dann habe ich immer noch ungefähr so einen großen Stauraum, wo ich Schläuche, Kabel, Adapter und all solche Dinge verpacken kann. Und wenn ich die Außendusche mitbestellt habe, dann kommt die hier um die Ecke. Das heißt, ihr könnt richtig cool auf der Rückseite vom Auto hier duschen mit Warm- und mit Kaltwasser. Hier drüber haben wir den Außenkamin der Truma-Heizung. Wie gesagt, beim Amundsen immer als Dieselheizung und vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und das Auto einmal in der Gesamtheit wirken lassen. Haben wir am Anfang gar nicht gemacht. Das, was ihr hier seht, wie gesagt, es ist ein 6 Meter langes Auto. Hier steht er als Leitchassis mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht mit den neuen schwarz-matten Felgen und ich finde so ein Auto in Rot-Schwarz, zum einen knallt das richtig, also es ist sicherlich nichts für Leute, die heimlich sich im Wald verstecken wollen, aber wer so ein bisschen Schick und Pep drin haben will, kann das, glaube ich, richtig gut machen. 6 Meter Länge, ist klar, hier den Frischwasser-Einfüllstutzen und was wir bei Togo noch ab und zu mal machen, was dem Ganzen, finde ich, die Krone aufsetzt, ist, wenn man das Silber komplett eliminiert und wir folieren das dann in schwarz glänzend, weil es immer das hat so einen edlen Touch, finde ich, wenn ich auf schwarz-matt, schwarz glänzende Flächen habe und folieren auf der anderen Seite auch noch 2, 3 Sachen in schwarz. Und damit hat man dann eine richtig schöne Optik. Da werde ich bei uns im Betrieb immer für ausgelacht, aber ich finde, so im Detail kann man da an den Autos immer noch mal das entscheidende Quäntchen verändern. Ja, eine der großen Besonderheiten von dem Amundsen 600e ist genau diese Perspektive. Hätte man vielleicht am Anfang machen sollen, damit man gleich sieht, was das ausmacht. Aber was der Wahnsinn ist, ist dadurch, dass wir eine Dieselheizung und einen Kompressorkühlschrank ab Werk haben und es auch keine Alternative dazu gibt, kann man den Gaskasten natürlich wahnsinnig klein machen und hat hier nur eine 2,8 Kilo Gasflasche, die steht da vor der Wand und der Rest ist einfach Stauraum. Ich würde sagen, das schöne neudeutsche Wort Benchmark in seiner Klasse. Wir haben hier von der Tiefe ca. 1,35, das ist in der gesamten Breite dasselbe. Hier oben 1,40 Breite und hier hinten 1,87 knapp Breite und damit man das von der Höhe auch nochmal hat, das Ganze mit etwas über 70 cm höher. Viel mehr dürfte in einem 6 Meter Auto hinten nicht zu verstauen. Also Kitesurfer, Actionsportler, ran an das Auto, das ist genau euer Auto und nach einem abgekämpften Tag könnt ihr es euch hier oben wunderbar gemütlich machen. Beim Amundsen 600e immer mit dem punktelastischen Lattenrost, mit der schönen Matratze oben drauf und eben Längsbetten, die ich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung nutzen kann. Was ich für mich machen würde, ich würde das zusätzliche Fenster hier noch mit ordern. Für die Fenster in den Hecktüren, die es als Option gibt, kann man sich das überlegen. Zum einen verkürzen sie die Liegelänge, zum anderen machen sie aber natürlich mehr Raumgefühl. Da muss jeder für sich selber abwägen, beziehungsweise wägt ihr wahrscheinlich über die Körpergröße ab, was der richtige Weg ist. Die Bettenmaße können wir noch mal gucken, ob die so sind. Ich weiß gar nicht, wie sie im Prospekt angegeben sind. Ich mache mal die Tür kurz ran, dann haben wir hier wirklich das ist etwas kürzer.
Das ist 1,80, das ist ein bisschen kürzer als ich gedacht habe, also für Riesen ist das nix. Und hier auf der anderen Seite haben wir 1,90, da ist ein bisschen mehr Raum, aber ist halt auch 6 Meter mit Längsbetten. Und dadurch, dass das Bett eben auch noch 1,94 breit ist, kann man auch als großer Mensch wahrscheinlich leicht diagonal drauf liegen und hat da einfach ein tolles Bett. Ja, das ist der Westfalia Amundsen 600e aus dem Modelljahr 2021. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Wir wünschen viel Spaß bei den anderen Videos. Ja, und wir sehen uns in Kürze wieder.